Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid steht im Achtelfinale der Champions League. Nach dem Hinspielsieg in Lissabon gewinnt man auch das Rückspiel im Santiago Bernabéu mit 2:1. Torschützen Aurélien Tchouaméni und Vini Junior. Natürlich Vini Junior, der Fußball wollte es so, Vini Baila, Vini hat das entscheidende Tor gemacht gegen Otamendi und feiert das an der Eckfahne. Ja, jetzt spaltet sich der Madridismus in zwei Lager. Lager Nummer 1, die sagen, das war zu wenig. So wird Real Madrid gegen große Mannschaften keine Chance haben. Lager Nummer 2, die sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und es gibt für beide Lager gute Argumente. Ja, ich möchte dieses Video mit zwei Themen starten, die für mich persönlich wichtiger sind als der Fußball. Thema Nummer 1, Entwarnung rund um Raúl Asensio. Der Spanier hat selber heute Morgen auf seinem Instagram-Account gepostet, es geht ihm gut, danke für die Genesungswünsche, es war alles nur ein Schock. Ersten Informationen aus Spanien zufolge kamen alle Tests positiv zurück. Also ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, die Gesundheit. Raúl Asensio scheint es besser zu gehen. Arbeloa hatte das gestern in der Pressekonferenz auch schon angedeutet. Aber wenn ein Asensio das selber schon postet, bin ich persönlich beruhigt, wollte euch die Informationen geben. Für Thema Nummer 2 möchte ich jetzt ein Video einspielen, was mich persönlich geschockt hat. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Am selben Tag, an dem Real Madrid seinen Kampf gegen Rassismus demonstrieren wollte, zeigt das Fernsehen einen Fan in der Kurve, der den Gruß macht. Zum Kontext. Nach den Vorfällen in Lissabon zwischen Prestiani und Vini blickte die Welt heute auf das Santiago Bernabéu. Real Madrid nahm die Herausforderung an und zeigte sein Engagement im Kampf gegen Rassismus mit einer Choreografie in einer der Kurven. Das wurde jedoch in dem Moment getrübt, als das Fernsehen eine Totalaufnahme der Tribüne zeigte und eine Person beim Zeigen des Grußes einfing. Das Gute ist, dass der weiße Club schnell gehandelt hat. Wie der Verein mitteilt, wurde die betreffende Person, ein Fan aus der Kurve, noch vor Spielbeginn aus dem Stadion verwiesen und es wurde ein Verfahren eingeleitet. Ja, Leute, Idioten gibt es überall. Und ich glaube, diejenigen, die dieses Video gesehen haben, verstehen jetzt, warum ich so kritisch mit Benfica Lissabon war. Mit ihren Aussagen, dass die ihre eigenen Fans quasi nicht verfolgen wollen. Inzwischen gibt es Informationen, dass sie es doch machen wollen, Gott sei Dank. Aber ihr seht den Unterschied zu Real Madrid. Real Madrid redet nicht nur. Real Madrid hat nicht nur einen riesigen Banner, wo das steht. Real Madrid handelt. Vor dem Anstoß war dieser Dreckstyp aus dem Santiago Bernabéu und hat eine Strafanzeige von Real Madrid bekommen. Genau so und nicht anders. Rassismus ist in Spanien, Gott sei Dank, eine Straftat. Und es ist mir egal, ob das ein Madrid-Fan ist oder was auch immer. Es gibt Sachen, die sind wichtiger als Fußball. Deshalb habe ich dir auch am Anfang des Videos erwähnt, ich bin stolz auf Real Madrid, wie schnell, wie aktiv die gehandelt haben. Der Typ hat nicht einmal den Anstoß im Santiago Bernabéu erlebt. Geile Aktion von Real Madrid. Und ich hoffe, der Typ kriegt seine gerechte Strafe und dient als mahnendes Beispiel für jeden anderen, der in ein Fußballstadion möchte oder für jeden anderen, der in unserer Gesellschaft einen Platz haben möchte. So. Schluss damit, konzentrieren wir uns jetzt auf den Fußball. Die schönste Nebensache der Welt. Es gibt aber auch noch Sachen, wie gesagt, die wichtiger sind. Ja, Álvaro Arbeloa hat die Aufstellung gemacht, die ich euch morgens schon verraten hatte. Diejenige, die jeder erwartet hat. Die Ausstellung, der Álvaro Arbeloa am meisten vertraut. Thibaut Courtois im Tor, Innenverteidiger Asensio und Rüdiger, rechts hinten Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, das Vierer-Mittelfeld in der Raute, Tchouaméni auf der 6, Valverde und Camavinga auf der 8er, Arda Güler auf der 10, an seinem 21. Geburtstag, sein 100. Spiel für Madrid auf der 10 in der Champions League. Schöner hätte er sich den Abend nicht malen können. Er hat sich auch selber belohnt, aber das VAR hat gesagt, nein, danke, dazu kommen wir jetzt. Und vorne im Sturm Vini Junior und Gonzalo. Ja, und jetzt kommen wir erst einmal zur Anfangsviertelstunde, zu den ersten 20 Minuten von Real Madrid. Ja, und es ist genau das passiert,
vor dem wir gewarnt haben, was wir nicht sehen wollten. Wir wollten ein wütendes Real Madrid. Ein Real Madrid, das sich für das rächen sollte, was uns in Lissabon passiert ist. Ein Real Madrid, das Benfica überrennt. Und davon war mal absolut gar nichts zu sehen. Benfica Lissabon hat Real Madrid in den ersten 20 Minuten an die Wand gespielt. Real Madrid war kopflos. Benfica hatte den Ball, hatte den Druck, hatte die gefährlichen Situationen. Real Madrid hat es nicht geschafft, sich spielerisch zu lösen. Es war eine Frage der Zeit, dass Benfica das 1-0 macht. Thibaut Courtois hatte vorher schon 2 gute Paraden. Irgendwann konnte auch Thibaut Courtois nichts mehr machen und Benfica führt absolut verdient mit 1-0. Und das sind die 20 Minuten, wo ganz viele Madridistas sagen, das kann nicht unser Ernst sein. Mit solchen Leistungen reicht es nicht gegen die großen Mannschaften. Die führen nach so einer Viertelstunde vielleicht schon 2 oder 3-0 und dann ist die K.O.-Runde gegessen. Ja, dann muss man sagen, Real Madrid hatte etwas Glück. Otamendi, das Schicksal wollte es so, mit einem gravierenden Fehlpass, spielt den Ball in die Füße von Tchouaméni. Tchouaméni findet Arda Güler, der findet Fede Valverde und das Tor von Aurelien Tchouaméni, das hat nicht nur komplett an Toni Kroos erinnert, das ist genau dieser Pass ins Tor, den Toni Kroos immer gemacht hat. Dieses Tor zeigt auch, wie wichtig es ist, mit echten Neunern zu spielen. Schaut auf die Situation. Ihr seht, wie ein Gonzalo und ein Vinny in den Fünfer starten, die Verteidiger mitziehen und Tchouaméni komplett alleine an der Kante des 16ers steht. An dieser Kante, an der in dieser Saison so oft ein Arda Güler stand, ein Camavinga stand, ein Valverde stand und leider auch ein Mbappé, der diese Bewegung nicht macht, um die Abwehr wegzuziehen und dadurch steht man sich dann in den Füßen. Dieses Tor hätte ohne die Stürmer niemals entstehen können. Also auch da muss man meinem Gonzalo, der keinen guten Abend hatte, ein bisschen Props geben für die Vorarbeit am Tor. Ja, danach ist das Spiel ein bisschen mehr in Richtung Real Madrid gekippt. Real Madrid hatte ein bisschen mehr Kontrolle. Man hatte das Gefühl, das Tor hat den Königlichen gut getan. Und kurz danach belohnt sich Arda Güler mit dem 2:1. Wie gesagt, 100. Spiel, sein 21. Geburtstag. Der trifft im K.O.-Rundenspiel gegen Benfica Lissabon. Ich hatte Gänsehaut, wir hatten Party im Watchalong. Danke nochmal für die ganzen Zuschauer, ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, und das VAR sagt, es ist abseits. Ich zeige euch das Bild. Ich zeige euch auch die VAR-Entscheidung. Ja, was soll ich sagen? Wir Madridistas müssen uns immer anhören, dass wir bevorzugt werden etc. Und ich bin mir der festen Überzeugung, wenn man einen Frame vorher nimmt, steht Arda Güler nicht im steht Gonzalo, nicht im Abseits. Naja, wie dem auch sei, die nächste Millimeterentscheidung gegen Real Madrid. Ich glaube, der Mannschaft hätte dieses 2:1 gut getan. Ja, dann hat Real Madrid bis zur Halbzeit kaum eine Torchance zugelassen. Real Madrid kommt ohne Wechsel aus der Halbzeit und dann war es wieder ein sehr fahriges, langweiliges Spiel. Real Madrid findet einfach keine spielerischen Lösungen, um sich von hinten zu befreien. Ein Tchouaméni, der gestern mit Abstand der beste Mann auf dem Platz war, hat sehr viele Qualitäten, die hat er gestern alle gezeigt, aber der Spielaufbau ist nicht unbedingt seine Stärke. Ein Eduardo Camavinga war unsichtbar, Fede Valverde war sehr aktiv, aber eher als rechter Flügel und ein Arda Güler, wenn er am Ball war, ging es schnell und der hat die guten Entscheidungen getroffen, aber ich sage immer wieder das Gleiche, seit er auf der 10 ist. Ich war auch ein ganz großer Befürworter dafür, dass er auf der 10 ist, aber ich habe auch immer gesagt, wir brauchen ihn auch im Spielaufbau. Das ist halt das Problem. Wir können Arda Güler nicht klonen. Real Madrid muss im Sommer aktiv werden. Wenn Arda vorne auf der 10 ist, kommt er nicht an den Ball. Wenn der hinten den Ball abholt, fehlt der vorne. Vielleicht brauchen wir auch einen Bellingham wieder zurück. Also, wie gesagt, Real Madrid hat mir fußballerisch nicht gefallen. Das war zu wenig. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Benfica Lissabon hatte die ein oder andere Torchance. Die hatten gestern 9 Torschüsse aus dem 16er von Real Madrid. Für uns sind solche Paraden schon normal. Aber das ist nicht normal. Wir können froh sein, dass wir einen Thibaut Courtois haben. Ja, Benfica Lissabon hätte das Spiel ausgleichen können. Das war das Spiel, was Benfica Lissabon gesucht hat. Bis zur 75. Minute im Spiel bleiben, dass Real Madrid dich nicht überrennt. Das hat Benfica sehr, sehr gut getan. Im Gegenteil, war sogar zeitweise die bessere Mannschaft. Und dann
ist Benfica mehr ins Risiko gegangen und die hatten ihre Tormöglichkeiten. Ja, und dann kam Gott sei Dank ein schöner Kopfball von Rüdiger. Arda Güler hat anscheinend Augen im Hinterkopf, findet einen Fede Valverde, der setzt sich durch. Ja, und das Duell, was die Fußballwelt sehen wollte, Vini Junior gegen Otamendi. Vini rennt vorbei und macht ganz überlegt in die lange Ecke. Meine Güte, was für ein souveränes Tor. Tolles Tor des Brasilianers. Der geht zur Eckfahne und tanzt. Und damit war das Spiel Geschichte. Dann hat Álvaro Arbeloa mutig gewechselt, muss man sagen. 80. Minute, 83. Minute bringt er Thiago Pitarch und César Palacios, also 2 Nachwuchstalente. Das hat man so in den letzten Jahren bei Madrid nicht gesehen. Hat mir sehr gefallen. Für die Jungs muss das wunderbar gewesen sein. Ja, es gab auch noch eine lange Nachspielzeit wegen der Verletzung von Raúl Asensio. Der war ganz böse mit Camavinga zusammengeprallt. Und viel schlimmer als der Aufprall mit Camavinga war der Aufprall auf dem Boden. Der ist ja richtig mit dem Kopf dagegen gescheppert. Ja, anscheinend, ich sag's immer wieder, es gibt irgendjemanden, der Voodoo-Auge, nennt es wie ihr wollt, auf Real Madrid gemacht hat. Denn jetzt, wo ein Militao, ein Dienhausen auf dem Weg der Besserung sind, ja, war Rüdiger am Boden, hat Carreras ihm fast eine Rippe gebrochen, kurz danach Asensio ins Krankenhaus mit einer Halskrause. Also, ja, wer auch immer Voodoo gemacht hat, möchte nicht, dass wir 3 oder 4 Innenverteidiger auf einmal haben. Ja, mehr oder weniger war das, was im Spiel passiert ist. Es gibt diejenigen, die sagen, das ist zu wenig. Der Meinung bin ich auch. Dieses Spiel werden wir das 1:1 Copy-Paste machen gegen eine große Mannschaft. Dann gehen wir unter. Zu viele Räume. Wir versuchen schon mit 3 sehr physisch starken Mittelfeldspielern, wie einem Fede Valverde, einem Tchouaméni, einem Camavinga, die Räume dicht zu machen. Und selbst so schaffen wir es nicht. Benfica Lissabon hat uns gezeigt, wie simpel Fußball ist. Und wir haben einfach nicht die Fußballer, diesen Fußball zu spielen. Auch ein Trent Alexander-Arnold hat mir gestern nicht gefallen. Viel zu viele Ballverluste. Ein Rüdiger und Asensio, katastrophal, abgesehen von den Verletzungen, wo ich den beiden natürlich nur das Beste gönne. Das war wirklich keine gute Leistung. Ja, Real Madrid hat immer wieder die gleichen Probleme beim Spielaufbau und das hat man gestern gesehen. Das ist nicht genug. Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die positiv sein möchten, die sagen möchten, ja, ein gutes Pferd springt nur so gut, wie es muss. Gegen Benfica mussten wir nicht mehr leisten. Wenn ein stärkerer Gegner kommt, werden wir auch stärker sein. Ja, ganz ehrlich, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, wir haben dieses Spiel gestern gespielt, ohne unseren besten Innenverteidiger Eder Militao, ohne Dienhausen, der für den Spielaufbau sehr, sehr wichtig ist, ohne einen Jude Bellingham, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt, vorne ohne einen Kylian Mbappé, den wahrscheinlich besten Stürmer der Welt. Also uns fehlten 4 Spieler, die eine wichtige Achse für Real Madrid sind. Wenn die zurück sind, glaube ich, Real Madrid kann natürlich einen besseren Fußball spielen. Ob das gegen wirklich große Mannschaften reicht, wird sich zeigen. Aber ja, das ist das, was mir Hoffnung macht. Jeder von euch muss selber entscheiden, ist das Glas halb leer, ist das Glas halb voll. Ich versuche positiv zu bleiben und denke, unsere Mannschaft wird sich weiterentwickeln von Spiel zu Spiel. Ja, und ich würde Álvaro Arbeloa wirklich mal vorschlagen, nimm dir mal die ganze Mannschaft, nimm dir mal die Abwehr, trenn die Mannschaft in Angriff und Abwehr, lass die Angreifer irgendwo Torschüsse trainieren, was auch immer, hol dir die Mannschaft von Castilla, die Jungs sollen unendlich Druck machen und die Verteidiger sollen lernen, wie sie den Ball da hinten rausspielen, tu ein Tchouaméni noch dazu, tu ein Arda noch dazu, wen auch immer das Mittelfeld, damit wir endlich lernen, uns aus so Pressing-Situationen zu befreien und das jeden Tag 1 Stunde, bis die Verteidiger das in Fleisch und Blut haben. Ja, denn glaubt mir eins, ein Bayern, ein Manchester City, Arsenal, die werden vorne angreifen wie die Verrückten. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Kommen wir jetzt zur Einzelleistung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Viele Madridistas unterschätzen, was wir für ein Naturwunder da gerade erleben. Das ist mit Abstand inzwischen das Beste, was ich je im Tor gesehen habe. Der Typ entscheidet Meisterschaften, entscheidet wichtige Titel von der Torlinie. Nicht nur da, auch wenn der rauskommt, wie viele Flanken der abfängt, wie viele Eckentore wir wahrscheinlich nicht kassiert haben, weil ein Thibaut Courtois rauskommt, abgesehen von den unglaublichen Paraden. Thibaut Courtois,
Da gehört eine Startuhr vor Santiago Bernabéu. Rechts hinten Trent Alexander-Arnold, enttäuschendes Spiel, eins der schlechteren Spiele, sehr viele sinnlose Ballverluste, Seitenwechsel ins Nichts, lange Bälle auf Vini, die Verteidigung immer abgefangen hat, zu viele Ballverluste. Das gefällt mir nicht. Innenverteidiger Rüdiger und Asensio, für mich persönlich viel zu wenig, da muss mehr kommen. Die wirkten verunsichert und das können wir nicht gebrauchen. Rüdiger hat sich im Laufe des Spiels gesteigert, hat uns auch bei der einen oder anderen Aktion gerettet. Aber ja, wie gesagt, beide haben nicht im Spielaufbau ihre Stärke und das merkt die Mannschaft. Álvaro Carreras, hier und da ein paar gute Szenen, aber ich würde mir noch mehr von ihm wünschen. Ich weiß, er kann es besser. Aurélien Tchouaméni, absolut verdienter MVP. Nach dem MVP-Titel im Hinspiel ist er im Rückspiel auch MVP geworden. Wie geht das? Der Sechser von Real Madrid wird beides Mal zum Man of the Match gewählt. Gestern absolut verdient. Und abgesehen von dem Tor war der Beste. Wie viele Zweikämpfe der gewonnen hat. Was für eine Präsenz der hat. Wie stark der in der Luft ist, am Boden. Wie physisch der dominiert im Mittelfeld. Also überragendes Spiel von Tchouaméni, gekrönt von dem tollen 1:1. An seiner Seite Fede Valverde und Eduardo Camavinga. Fede Valverde war für mich persönlich etwas zu weit rechts außen. Ich möchte ihn etwas mittiger sehen. Wenn er den Ball hatte, ja, er war auch einer der wenigen Spieler, der für Gefahr gesorgt hat. Die Spieler, die für Gefahr gesorgt haben, waren für mich gestern ein Fede Valverde, waren gestern ein Vini Junior und hier und da mal ein Arda, wenn er den Ball hatte und den schnell spielen konnte. Ja, wie gesagt, Fede Valverde hat mir im Großen und Ganzen aber wirklich sehr gut gefallen. Ich würde ihn mir noch ein bisschen zentraler wünschen, aber na, der zweitbeste Spieler auf dem Platz, würde ich sagen. Auf der anderen Seite Eduardo Camavinga. Ja, das sind die Spiele, die mich zweifeln lassen. Er war verschwunden, er hat Schatten verfolgt, er hat nicht die Position gehalten, die er halten sollte. Er hat manchmal angegriffen, wo es keinen Sinn gemacht hat. Ja, kein gutes Spiel von Camavinga. Absolut verdient. Wieder mal der erste Wechsel. Und ich bleibe dabei, wenn Bellingham zurückkommt, wird er den Platz von Camavinga übernehmen. Arda Güler, ja, wenn man das so sagen möchte, ich wünsche ihn mir doppelt. Ich wünsche ihn mir auf der 10, aber ich wünsche ihn mir auch auf der 6. Viele von euch verurteilen mich dafür. Aber ja, er ist halt einer oder der Einzige, der einen ganz sicheren Fuß hat, einen sauberen Fußball spielt. Gestern hat er mir, wenn er am Ball war, gefallen, war nur zu selten am Ball. Also ich wiederhole das Gleiche wie in den letzten Wochen. Ich wünsche ihn mir viel öfter am Ball. Aber man muss auch sagen, 2 Pre-Assists. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Pre-Assists, sowas zählt bei mir nicht. Aber man kann sagen, er war an beiden Toren beteiligt und das an seinem Geburtstag. Er hatte auch nach dem Spiel eine schöne Szene. Seine Freundin, Langzeitfreundin mit einer Torte im Santiago Bernabéu. Hat mich gefreut für den Jungen. Schöne Bilder. Auch das Bild, auf das wir alle gewartet haben. Florentino Perez mit der 100 und einem lächelnden Arda Güler. Der ist gerade 21 geworden, hat schon 100 Spiele für Real Madrid. Wenn der so weitermacht, wird er eine Legende des Madridismus. Vorne drin Vini Junior und Gonzalo. Ja, Gonzalo, ja, er hat stets alles versucht. Ich glaube, so würde es im Zeugnis stehen. Da ist eine Menge, der hat eine Menge gelaufen, hier und da mal einen Ball festgemacht, war beim 2:1 von Arda Güler beteiligt, was leider nicht gezählt hat. Kein glücklicher Abend, aber auch ein Gonzalo ist angewiesen auf die Spieler, dass die ihn füttern. Er wurde nicht viel gefüttert. Ja, für diejenigen, die sagen, Mbappé ist das Problem. Ich glaube, ihr habt gestern gesehen, dass Mbappé nicht das Problem ist. Ja, und Vini Junior hat das gemacht, was ein Vini Junior macht. Der ist einfach ein Crunch-Time-Spieler. Sobald in der Champions League die K.O.-Phase losgeht, spielt Vini auf einem anderen Niveau. Seit Álvaro Arbeloa Trainer von Real Madrid ist, spielt Vini auf einem anderen Niveau. Seht euch mal die Bewertungen an des Brasilianers. Das ist der absolute Wahnsinn. Irgendwie zeigt das auch, dass der unter Alonso nicht so richtig gewollt hat, was mich wiederum traurig macht. Ja, also Vini, starke Leistung. Zu den Einwechselspielern gibt es nicht viel zu sagen. Die Jungs haben versucht, das Beste aus ihren 20 Minuten zu machen, aber das Spiel war da schon im Verwaltungsmodus. Ja, im Großen und Ganzen war das die Einschätzung der Spieler. Im Großen und Ganzen war das meine Einschätzung zum Spiel. Jeder von euch selber muss entscheiden, ist ihm das zu wenig oder ist Madrid nur so weit gesprungen, wie es musste. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Wir sind knapp vor den 25.000, ihr seid der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.
A la Madrid!